Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Majestätisch, mächtig, überlebensgroß, so stehen sie da, die Berge. Eine unwillkürliche Erinnerung an den, der sie gemacht hat. Souverän stehen sie da, unbeweglich, beständig und immer neu bezaubernd. Die Bergwelt hier ist schon richtig wunderschön, aber praktisch ist sie nicht. Weißt du, wer nur von Deutschland aus zum Beispiel nach Italien fahren will und nichts an den Gipfeln und Gletschern und ja, Bergwelt, dem nichts abgewinnen kann, dem ist es einfach lästig, gell? Also viele Hindernisse und so. Und für andere Leute, die Berge, die wirken dann irgendwie beängstigend. Aber keiner käme auf die Idee, die wegzutragen oder einzuebnen. Ich denke, die haben so was Heilendes für Leib und Seele an sich. Und gell, es gibt ja nicht nur in der physischen Natur solche Bergwelten, sondern das gibt es auch in der seelischen Natur. Das kann man da direkt übertragen. Die inneren Bergesgipfel, das sind ja so Werte oder Wahrheiten, die uns zwar einerseits herausfordern, aber andererseits auch richtig motivieren und herauslocken. Weißt du, wie Freiheit, Achtsamkeit, Nächstenliebe. Das strengt schon an, aber motiviert uns auch auf der anderen Seite. Ja. Und irgendwie holt es uns aus der Bequemlichkeit raus und lässt uns wachsen. Jedes Lebewesen ist auf Wachstum angelegt. Pflanzen zum Beispiel, die wachsen auf das Licht hin. Und bei uns Menschen ist es ja auch so. Wir haben innerlich jeder von uns irgendwie ein Ziel, worauf wir uns hin, worauf wir hin wachsen. Und das sagt Pater Kenzenich, groß ist der Mensch, der sein Leben groß und weit. Das heißt, umso größer mein Ziel, desto größer kann auch ich werden. Aber dass ich ans Ziel komme, das ist gar nicht so sehr das Wichtigste, sondern das Unterwegssein dahin, das ist es, worauf es ankommt. Zu Höherem bin ich geboren. Das war das Motto des heiligen Stanislaus Kostka. Wenn man es richtig versteht, also nicht herabsetzend anderen gegenüber, passt es auf jede von uns. Denn die Idee Gottes von uns, das ganz individuelle Bild, das er von uns hat, ist wirklich hoch und schön. Höher als unsere Schwächen und Fehler. Höher als das, was andere uns manchmal spiegeln oder wie sie uns behandeln. Letztendlich können nur wenige Menschen das erahnen, was wirklich in uns steckt. Das Große, das Gott mit uns vorhat. Diese Bergwelt aber, die in uns ist, die wir nicht immer ganz klar sehen, sie erinnert uns daran und lässt nicht zu, dass wir einfach im Tal des Lebens das Hohe und Gute vergessen, wofür es uns eigentlich gibt. Viele tun sich mit Idealen schwer, weil sie irgendwie das Gefühl haben, das ist doch unerreichbar. Und wenn es dann Ideale sind, die halt so hoch sind, dann schmerzt es irgendwie, wenn das so quasi unerreichbar bleibt. Und dann wendet man sich sogar ab und denkt so innerlich, ach, das ist gar nichts für mich, das tut mir auch nicht gut. Aber eigentlich, so eine gewisse Sehnsucht bleibt doch in uns stecken. Und ich glaube, es ist so wie mit allem im Leben, es kommt auf die innere Haltung drauf an. Die Psychologin Carol Dweck hat es erforscht, dass es 2 verschiedene Denkweisen von Menschen gibt. Und zwar kam sie da drauf, sie war Lehrerin in einer Grundschule, hatte Kinder so 10 Jahre alt. Und die hat denen eine Aufgabe gegeben, die eigentlich viel zu schwer war für diese Altersgruppe. Und da hat sie beobachtet, wie die Kinder unterschiedlich reagiert haben. Also manche haben dann einfach sofort gesagt, nein, also das ist viel zu schwierig für unser Alter, das schaffen wir nicht. Und haben einfach kapituliert, nicht gemacht. Und die anderen, die oft nicht so diejenigen waren, die super schnell die besten Noten hatten, haben gesagt, ja, ich liebe eine Herausforderung. Oder noch ein anderes sagte er, ja, ich bin auch hierher gekommen, weil ich gedacht habe, ich wollte auch was lernen, ja, und haben sich gefreut.
Das hat die Psychologin mehrfach in verschiedenen Situationen beobachtet und kam zu der Erkenntnis, dass es 2 Denkweisen oder sogenannte Mindsets bei Menschen gibt. Das Fixed Mindset, also starre Denkweise, und das Growth Mindset, eine auf Wachstum angelegte Denkweise. Bei dem ersten geht man davon aus, dass Fähigkeiten wie ein Stein eingemeißelt sind. Entweder hat man sie oder nicht. Man kann etwas oder nicht. Und das setzt uns unter Druck, uns immer wieder zu beweisen. Wenn wir etwas nicht schaffen, dann ist es einfach nicht unsere Stärke. Und es gibt keinen Raum für Verbesserungen, viel Angst vor dem Versagen. Und das hindert einen, Herausforderungen anzunehmen. Demgegenüber steht das Growth Mindset und das besagt, dass jede Eigenschaft erlernt und man sich stets verbessern kann. Status Quo und Talent bestimmen nicht unser Potenzial im Leben, sondern mit Einsatz und Arbeit kann man stets lernen und sich verbessern. Es gibt nicht "ich bin dumm", sondern "ich weiß das noch nicht, also lerne ich jetzt". Gerade wenn es um Ideale geht, da sind wir ja manchmal auch so ein bisschen empfindlich. Wir sind halt nicht immer ideal. Ja. Und wir fühlen uns dann wie so ein kleiner Mensch und dann sind die Ideale wie so ein Riesenberg vor uns. Aber eben, Gott hat uns ja nicht fertig erschaffen, sondern auf Wachstum hin angelegt. Und Wachstum bedeutet einfach auch mal Rückschritte oder Fehlschläge oder sogar Schuldgefühle. Aber das heißt gar nicht, dass diese hohen Gedanken oder Ideale nichts für uns sind, sondern das bedeutet einfach, wir sind noch nicht angekommen. Und wenn wir diese Sehnsucht, so irgendwie besser zu sein oder unsere Ideale erreichen zu können, wenn wir das spüren, dann kann man ja wissen, dass es Gott ist, der uns diese Sehnsucht ins Herz legt. Er möchte uns zeigen, worauf wir eigentlich angelegt sind, also wo wir hinkommen können. Es ist ja nichts Schlechtes und er lässt uns auch nicht alleine auf diesem Weg. Er schickt uns auch Menschen, die mit uns gehen, die uns begleiten auf unserem Weg hin im Leben. Er geht selber mit uns, vor allem auch in Jesus, der mit uns auf dem Weg ist. Und auch wenn wir noch nicht am Ziel sind, es gibt uns für etwas Großes. Wir sind auf dem Weg und das ist gut so. Jeder kleine Schritt bringt uns unserem Ziel näher. Gehen wir weiter.